to Road Rarities. Wir haben in Schwanenstadt einen getroffen, der war dort ein Neuling, war zum ersten Mal dabei. Und beim Nachfragen sind wir aber drauf gekommen, der gute Mann ist 83 Jahre alt und ist alles andere ein Neuling. Er war nämlich 1967 österreichischer Staatsmeister in der 250er-Klasse. Der Klutsch Helmut kommt damit aus einer Epoche, wo der Rennfahrer damals ein Ein-Mann-Team war, der gleichzeitig Schraufer war, der gleichzeitig Koch war, sei Pressevertreter. Und im Fall von Helmut war er auch noch der Tuner, der sein Motorrad heiß gemacht hat. Und über das wird er uns jetzt was erzählen. Ich bin Helmut Klutsch aus Micheldorf. Bin als Jugendlicher mit dem Moped Rennen gefahren. Wie ich einen Führerschein gehabt habe, eine Superfuchs gekauft. Die war schon immer mein Traum. Und mit der habe ich 1961 die ersten Rennen gefahren. Und 1964 bin ich einige Rennen gefahren mit der NSU noch. Und dann beim letzten Rennen in Braunsberg, Heimburg, ist mein Freund das erste Mal gefahren mit einer BMW R50S. Und beim Heimfahren haben wir überlegt, was wir machen. Dann sind wir zusammengekommen, wir kaufen uns eine Honda. Er kaufte eine 300er und ich eine 250er. Und die haben wir dann bestellt im Herbst und haben 1965 die Honda dann geliefert bekommen und sind im April 1965 das erste Rennen damit gefahren. Das war in Werberg in Tirol. Und Verkleidung haben wir selber gemacht, um die Form, Tischlerei aus Bretter, eine Holzform. Davon ist eine Negativform entstanden und in der Negativform ist dann noch die Verkleidung rausgekommen. Dann ist die Idee gekommen, ich muss Gewicht sparen. Habe ich dann mal geschaut bei den Rahmen, wie die ausschauen alle und habe dann den Rahmen so konstruiert, wie er jetzt ist. Wie im Geisberg bin ich das erste Mal mit den Rahmen gefahren. Und 1969 habe ich noch 4 Rennen gefahren und das letzte war in Walding und das habe ich noch gewonnen. Da kann man sagen, bin mit der Honda, auch wenn es 4 Jahre alt war, noch immer aktuell dabei gewesen. Ich bin nur Rennen gefahren, weil ich habe gesagt zu mir selber, wenn ich auf der Straße fahre, kann ich nicht alles beeinflussen. Auf der Rennstrecken sind meine Fehler und die kann ich beeinflussen. Ich habe erst voriges Jahr, wenn ich die Honda gekauft habe, bin ich dann wieder Motorrad gefahren auf der Straße. Und bin ich praktisch 60 Jahre nicht gefahren, oder mehr als 60 Jahre nicht auf der Straße. Ich habe auch nie ein Motorrad ausprobiert, weil das war mir zu gefährlich. Vor 3 Jahren habe ich den 80. Geburtstag gehabt und da war mein Wunsch, mit meiner Rennmaschine, die im Keller gestanden ist, irgendwann einmal auf einer Rennstrecke zu fahren. Und meine Töchter, die waren sofort begeistert, haben gleich eine Sparbox gemacht für die Geburtstagsfeier, damit jeder irgendwas reinschmeißen kann und ich das aktivieren kann, weil einige Sachen sind eben dann zu erneuern worden. Wie ursprünglich glaubt habe, ich kann da gleich einmal fahren, das ist sich nicht ausgegangen. Es war zu viel Arbeit und hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass der Tank, den ich selber gebaut habe vor 60 Jahren, aus Polyester, Glasfaser verstärkt, dass der nur 2 oder 3 Jahre dicht bleibt und mit den neuen Kraftstoffen und Zusätze, was dabei sind, hat der Tank lauter Blasen aufgeworfen. Mein letztes Rennen war mit 42 und mein Jahrgang ist auch 42. Dann habe ich geschrieben, Wunschnummer wäre 42. Und so habe ich bekommen. Und in Schwanenstadt habe ich auch noch Probleme gehabt mit dem Tank. Und nur der zweite Durchgang, der ist einigermaßen gegangen. Der erste Gang ist mir ausgefallen. Und jetzt habe ich wieder eine Arbeit, den Gang reparieren.
Und nächstes Jahr werden wir sehen, wenn es im Kalender steht, ob ich wo dabei sein kann. Dann der Namenunterschied von der Serien-Honda CB72 und von der Rennmaschine, der Honda KS 250. Es ist ursprünglich zurückzuführen, dass ich die ganzen Teile selber gemacht habe. Da habe ich nichts von Honda bekommen und ist auch nicht kein Tuning-Teil direkt von Honda. Rahmen und der Großteil ist eigentlich Eigenbau. Da steht der Rahmen an der Verkleidung Honda KS 250. 250 ist für die Kubikzentimeter, KS, das heißt Glutsch Spezial, weil der Großteil, den ich selber gemacht habe. So, zu meiner Linken ist fast serienmäßig die Honda CB72 mit 250 Kubik und 24 PS und 4 Gänge. Hat eine Doppelnockenbremsen vorne und hinten und ist ungefähr 160 Kilo schwer. Zur rechten Seite ist meine Rennmaschine, die ich von 65 bis 69 gefahren habe. Die Bremsen sind gleich und das Motorgehäuse ist auch gleich. Und da ist beim Motor die Nockenwelle ist anders, die Ventilfedern sind stärker, die Kupplungsfedern sind stärker, Vergaser ist größere Vergaser, sind 26 Durchmesser. Fünfganggetriebe habe ich alles selber getunt und die Teile, die sind von Deutschland gekommen. Ja, da habe ich eine andere Gabel, eine italienische Gabel, Polyester, Kotflügel, Verkleidung ist Polyester. Das war der erste Polyesterteil eigentlich. Und dann ist Sitz ist gekommen, Polyester, den Rahmen, den ich selber konstruiert habe und ja, ist leichter geworden, hat jetzt ca. 115 bis 120 Kilo und sind 40 Kilo Unterschied und ist natürlich zum Fahren geht es halt besser. Und haben wir ein Megafon, ja, das sind auch drauf, damit ein bisschen Lärm ist. Ja, eine Übersetzung. Da ist jetzt eine größere Übersetzung, aber zu der Zeit ist 200 oder ein bisschen drüber ist, gelaufen.